Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. In den letzten Wochen bin ich mit diesem Rad hier unterwegs gewesen, dem Metz E-Packer XL. Und in diesem Video wollen wir einmal klären, was wir alles erlebt haben und wie uns das Rad als Familie ohne Auto gefallen hat. Ich habe euch dieses Fahrrad schon einmal im Einzelnen vorgestellt, bin auf alle Details und Features eingegangen und das Video verlinke ich euch jetzt mal hier oben. Klickt das mal an, seht das mal, bevor ihr dieses Video seht, weil ich da wirklich auf alle möglichen Einzelheiten eingehe. Das mache ich jetzt hier nicht mehr, sondern hier werden wir das Fahrrad einmal bewerten. Und wir haben natürlich in den letzten Wochen alles damit gemacht, was wir als Familie ohne Auto im Alltag mit so einem Rad machen müssen. Und es hat uns auch gute Dienste geleistet. Allerdings sind uns schon so ein paar Dinge aufgefallen, nicht nur mir, sondern auch Lea. Und deswegen werden wir das Fahrrad in diesem Video einmal bewerten. Und zwar nach der Radelbande Bewertungsmatrix. Das sind 10 Kriterien in 2 übergeordneten Kategorien Fahrrad und Lastenrad. Aber bevor wir auf die Bewertung eingehen, habe ich noch 3 Konkurrenten für euch. Das ist auf der einen Seite das Carlos C1. Das habe ich gerade ebenfalls im Test. Ist in der unverbindlichen Preisempfehlung und mit der Vollausstattung ähnlich eingepreist wie dieses Fahrrad hier, ist ebenfalls ein Newcomer, kommt ebenfalls mit 20 Zoll Reifen vorne und hinten, ist aber aus Aluminium und nicht aus Stahl und kommt auch nicht aus Deutschland, sondern aus Taiwan, ist aber trotzdem allein wegen dieser preislichen Einordnung ein ganz interessanter Kandidat. Die zweite Alternative ist das Beachy Carpace Just Long, ein Longtail, ebenfalls mit 20 Zoll Rädern, ebenfalls mit einem Stahlrahmen, so wie dieses Fahrrad hier. Und ist sowohl als nicht motorisierte Variante als auch mit verschiedenen Shimano-Motoren zu kaufen. Ist eine italienische Marke, hat einiges an Zubehör und ist auch schon seit einigen Jahren auf dem Markt. Und die dritte Alternative ist das Bike 43. Das ist aus Belgien, hat nicht 20 Zoll Räder, sondern so das Mullet-Prinzip. Vorne ein größeres Rad, hinten ein kleineres. Ist sowohl mit Shimano als auch mit Bosch-Motoren ausstattbar. Kommt ebenfalls mit einem in Europa gefertigten Stahlrahmen. Ist also diesem Rad ziemlich ähnlich, auch was den Preis angeht. Beim Preis allerdings gibt es bei diesem Bike noch eine echte Besonderheit, aber da gehen wir später drauf ein. Wir beginnen jetzt mit der Radelbande Bewertungsmatrix und zwar mit der Fahrdynamik. Hier kann das Metz E-Packer XL grundsätzlich überzeugen. Es fährt sich Longtail typisch so ein bisschen behäbiger als normales Fahrrad, dadurch, dass der Abstand hier zwischen dem Tretlager und dem Reifen etwas weiter ist, etwas größer ist. Aber das ist etwas, da hat man sich nach 10 Metern dran gewöhnt. Nicht unbedingt typisch für Longtails, aber interessant bei diesem Rad war besonders, dass es sich beladen deutlich besser fährt als unbeladen. Wir haben hier einen Stahlrahmen, der ungefedert ist. Stahl an sich hat ja so ein bisschen die Eigenschaften, dass es Unebenheiten, Vibrationen so ein bisschen rausnimmt und das stimmt auch für diesen Rahmen bei kleinen Vibrationen. Wenn man allerdings über Kannsteine fährt, dann rumpelt es doch schon ordentlich im Gebälk. Hier merkt man dann doch die fehlende Federgabel. Und der Motor macht dabei ebenfalls einen guten Job. Also akustisch ordnet er sich so ein bisschen zwischen einem Brose-Motor und dem Bosch Performance CX ein. Also er ist nicht unhörbar, aber er ist schon vergleichsweise leise, gerade für diesen Power-Output. 85 Newtonmeter hat er allerdings erst wirklich bei 75 Umdrehungen pro Minute. Darunter ist er schon recht zäh. Da geht es nicht so ganz nach vorne wie bei einem Bosch Performance CX zum Beispiel. Aber auch bei der Spitzenleistung, wenn man irgendwie einen Berg hochfährt, kommt er nicht ganz an Bosch Performance CX ran, ist aber dafür eine ganze Ecke leiser. Was mir aufgefallen ist bei diesem Fahrrad jetzt hier, dass die Grundübersetzung so gewählt worden ist, dass man so ziemlich jede Steigung hochkommen sollte. Also wie heißt das nochmal? Das Kettenblatt vorne, das ist vergleichsweise klein dafür, dass wir hier 20 Zoll Räder haben. Das heißt, wir haben bei niedrigen Geschwindigkeiten können wir eine sehr hohe Trittfrequenz haben. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, bei so 25 km/h haben wir mindestens eine Trittfrequenz von irgendwie 65. Also für ausgesprochene Langsamtreter ist das Rad nicht ganz so gut geeignet. Und wenn man dann darauf sitzt und damit fährt, dann fühlt es sich sehr natürlich an. Der Lenker hat eine sehr angenehme Breite, wie bei Trekking-Fahrrädern zum Beispiel. Und dadurch, dass der Vorbau so in der Neigung verstellbar ist und hier auch in der Höhe verstellbar ist, findet so ziemlich jeder oder jede die passende Sitzposition. Ich konnte darauf gut sitzen. Lea konnte darauf auch gut sitzen. Sie ist nur 1,62 Meter groß, also eine ganze Ecke kleiner. Und da haben wir einfach den Lenker nach hinten gesetzt
und dann hat das auch gut funktioniert. Das Rad lenkt dann richtig gut ein, es lässt sich wirklich aktiv bewegen. Was mir allerdings aufgefallen ist, dass es so einen leichten Wobble hat, je nachdem wie man es belädt. Das ist mal stärker ausgeprägt, mal weniger stark ausgeprägt und hängt auch so ein bisschen von Luftdruck etc. ab, aber diesen Wobble habe ich nicht ganz rausgekriegt. Der Rahmen an sich verwendet sich dabei aber überhaupt nicht, sondern das ist wirklich nur hier vorne im Lenker so ein bisschen drin. Also insgesamt bin ich mit der Fahrdynamik zufrieden. Es lässt sich aktiv und einfach bewegen. Der Motor hat genug Power, um das Rad auch beladen nach vorne zu bringen. Allerdings muss man bei der ein oder anderen Kante einfach so ein bisschen aufpassen und immer mindestens eine Hand am Lenker haben. Aber das sollte man ja sowieso. Der nächste Punkt in der Radelbeine-Bewertungsmatrix ist Design, Konstruktion und Innovation. Das Metz E-Packer ist ein klassisches Stahl-Longtail, ohne irgendwelche gestalterischen Besonderheiten. Es ist schön, aber auch sehr einfach gezeichnet. Was cool ist, auf technischer Seite, ist dieses MTS hier, dieses Metz-Transportsystem, mit dem man einfach andere Gepäckträger schnell dran bauen kann, werkzeuglos. Das finde ich ziemlich spannend und insgesamt ist das Rad halt schnörkellos gezeichnet und es gefällt mir aber insgesamt gut, weil es eben auch hier im Einstieg etc. so gestaltet ist, dass so ziemlich jeder und jede damit fahren können sollte. Was halt wirklich super ist, dass Metz die komplette Kontrolle über die eigene Rahmenproduktion hat, dadurch, dass die Rahmen in Deutschland im eigenen Werk gefertigt werden. Und somit haben sie eben auch den Rahmen darauf ausgelegt, dass es auf jeden Fall immer Ersatzteile gibt, die man einfach beschaffen kann. Hier vorne bei den Felgen zum Beispiel ist kein Sondermaß verbaut, sondern das ist alles klassische Fahrradtechnik. Konstruktiv ist die gesamte Rahmengeometrie so ausgelegt, dass auch schwere Menschen darauf einfach Platz nehmen können und dass auch der Rahmen an sich überhaupt nicht verwindet, obwohl da relativ wenig Streben sind. Das ist halt der Vorteil an Stahl. Relativ wenig Streben, dünne Streben und trotzdem eine sehr hohe Stabilität. Im Punkt der Innovation hat Metz halt seinen eigenen Motor, haben damit auch die komplette Kontrolle über das eigene System und können da auch wiederum schnell irgendwelche Änderungen umsetzen. Und im Display gibt es die Möglichkeit der Bluetooth-Konnektivität mit Komoot, sodass man Navigationshinweise in diesem Display anzeigen kann. Das ist ziemlich cool, allerdings wäre es das auch schon mit der Bluetooth-Konnektivität. Also man kann das System nicht updaten oder irgendwie die einzelnen Stufen nochmal anpassen. Allerdings kann man schon die gesamte Motorcharakteristik so ein bisschen verändern. Also von Relax, Dynamic und kann so ein bisschen damit rumspielen, je nachdem, wie man selber am liebsten fährt. Also insgesamt kommt es nicht ganz an ein Bosch-System zum Beispiel ran oder an ein Shimano-System, das ja auch sehr umfangreich ist über die App. Aber es bietet die Basisfunktionalitäten, die man in 2023 auch erwarten darf. Also im Punkt Design, Konstruktion und Innovation ist das Metz relativ einfach. Aber genau das ist es auch, was das vielleicht so ein bisschen schmackhaft machen kann. Jetzt kommen wir zum Punkt Ausstattung und die passt beim Metz insgesamt. Der Wittkop Medicus Sattel, der ist richtig gut für dieses Fahrrad geeignet. Ich konnte jetzt nicht so viel Zeit darauf verbringen, weil die Sattelstütze, die Metz hier verbaut, viel zu kurz ist. Unnötigerweise viel zu kurz. Ich habe dann meine eigene längere Sattelstütze mit einem Brooks-Sattel verbaut. Die ist deutlich länger und passt dann auch für Menschen bis etwa 2 Meter. Diese hier passt nur für Menschen bis etwa 1,90 Meter maximal. Also da würde ich mir wünschen, dass Metz einfach eine etwas längere Stütze verbaut, weil nach unten geht die trotzdem weit genug runter. Bei den Griffen hier ist Standardware verbaut, die fassen sich aber gut an, die sind auch nicht übermäßig verschlissen jetzt in den letzten Wochen. Die Klingel ist einfach, so wie man das auch von teilweise deutlich teureren Rädern kennt. Die Pedale sind ebenfalls einfache Standardpedale, haben aber einen guten Grip. Hier empfehle ich immer ganz gerne die Moto-Pedale. Ihr findet da einen Link unten in der Videobeschreibung, die nochmal deutlich mehr Grip bieten und eine größere Aufstandsfläche. Was ich gut finde, ist der bei Schulz höhenverstellbare Vorbau und auch der Frontscheinwerfer. Der macht richtig gutes Licht. Gehe ich nachher nochmal im Punkt Sicherheit drauf ein. Bei der Batterie ist es so, dem Akku muss man ja sagen, das ist ein 500 Wattstunden Akku, der für teilweise nur so 25 bis 30 Kilometer gereicht hat. In der höchsten Stufe habe ich das so ein bisschen getestet und ich fand, der war teilweise deutlich schneller leer, als ich mir das gewünscht hätte. Da muss man sich eventuell nochmal um einen zweiten Akku bemühen, wenn man täglich größere Strecken fährt. Die Magura MTC-Bremsen mit den großen Bremsscheiben sind ebenfalls eine gute Wahl für so ein Lastenrad. Also insgesamt passt die Ausstattung, gerade bei dem Preisgefüge. Denn das ist sehr interessant. Der Preis ist nämlich momentan, wo ich dieses Video drehe, um 30% reduziert.
von Metz direkt. Hi, hier ist Editing Tillmann. Jetzt, wo ich das Video bearbeite, ist der Preis wieder auf dem ursprünglichen Niveau bei der unverbindlichen Preisempfehlung und kostet jetzt fast 6.000 €, wenn man es in der Ausstattung haben möchte, in der ich es getestet habe. Allerdings kommen die Taschen, auf die ich später noch zu sprechen komme, noch oben drauf. Damit ist es schon sehr nah an dem Bereich der Premium Longtail Lastenräder, also wenn wir zum Beispiel über einen Riese und Müller Multitinker sprechen, dass es für um und bei 6.000 € gibt, beziehungsweise der Preisunterschied nachher nur noch so 300 bis 400 € ist. Da ist das Metz schon ziemlich weit oben und kann dann aber wiederum ausstattungstechnisch nicht ganz mit diesen Rädern mithalten, die dann teilweise auch mit Bosch-Motoren, teilweise auch mit dem smarten System, Federgabel etc. ausgestattet sind. Also hier zahlt man bei der unverbindlichen Preisempfehlung natürlich nochmal drauf, dafür, dass man ein komplett in Deutschland produziertes Fahrrad bekommt. Die genannten Alternativen allerdings sind eine ganze Ecke günstiger. Also Beachy Carpaccio und Bike 43 kosten etwa 500 € weniger in vergleichbarer Ausstattung und das Carlos C1 hat für etwa den gleichen Preis nochmal einen zweiten Akku und das Brose-System, das nochmal mit einer eigenen App kommt und nochmal besser vernetzt ist als das Metz-System. Bei diesem um 30% reduzierten Preis von 4.077 € hätte man einen richtigen Preiskracher gekriegt. Jetzt bei der unverbindlichen Preisempfehlung muss ich allerdings sagen, dass das Rad schon sehr nah an den Premium-Bereich kommt und dafür ein bisschen was an Ausstattung einfach fehlt. Ich stelle mir natürlich trotzdem die Frage, und die hat mir von Metz bislang noch niemand beantwortet, warum ist das Rad jetzt gerade um 30% reduziert? So kurz nach Marktstart schon so einen so großen Rabatt im Direktvertrieb auf die Räder zu geben, hat so ein kleines Geschmäckle. Kein Geschmäckle hat die Qualität, denn die passt insgesamt. Der Rahmen ist gut gemacht, die Beschichtung ist gut, hier ist auch kein Kratzer irgendwie im Einstieg in den letzten Wochen drauf gekommen. Er ist einfach nur dreckig geworden. Das Rad ist auch relativ wartungsfreundlich, wir haben keine Federgabel, um die man sich kümmern muss. Das Einzige, was regelmäßig Liebe und Pflege braucht, ist die Kette und die hat allerdings auch keine Probleme gemacht in den letzten Wochen. Was ich so ein bisschen hatte, war ein scharrendes Geräusch, wahrscheinlich eine Vibration hier von dem Kettenschutz. Da konnte ich nicht ganz genau lokalisieren, wo dieses Geräusch herkam. Eigentlich scharrt da nichts. Die Teile sitzen alle fest, sind alle sauber verarbeitet. Wo ich so ein paar Kratzer bekommen habe, war hier hinten beim Gepäckträger. Da sind diese Sitzpolster eigentlich dafür gedacht, dass die eben auch Euroboxen und so aufnehmen. Sind jetzt halt ein paar Kratzer reingekommen. Aber der Hauptrahmen ist insgesamt sehr widerstandsfähig. Wenn das Rad mal in die Wartung muss, dann ist das Ganze relativ einfach, weil das sind einfache Standardkomponenten, die hier verbaut worden sind. Also die Qualität würde ich insgesamt als gut bewerten. Das Einzige, wo so ein kleines Fragezeichen hinter ist, ob der Motor und die gesamte Elektronik den Test der Zeit besteht. Im Zweifel ist ja der Hersteller, der tatsächliche Hersteller dieses Motors, auch nicht weit weg. In Fürth. Das waren jetzt die Punkte aus der Kategorie Fahrrad. Jetzt machen wir weiter mit der Kategorie Lastenrad und beginnen mit dem Punkt Variabilität. Und das Metz E-Packer ist ein klassisches Longtail-Lastenrad mit einem großen Frontgepäckträger und natürlich mit einem großen Heckgepäckträger. Hier vorne finde ich cool, dass es eben 20 Kilo aushalten kann. Und ich habe es auch getestet, man kommt an diesen Drehknopf ran, wenn vorne eine kleine Eurobox drauf ist. Das ist wirklich kein Problem. Damit ist die Variabilität echt hoch, weil man sich zum Beispiel auch eigene Ideen erarbeiten kann, je nachdem, in welchem Profil man so den Tag über unterwegs ist, dass man morgens eben eine offene Box drauf hat, um die Rucksäcke der Kinder da rein zu tun und dann mittags packt man sich die festgeschnallte Werkzeugkiste da drauf oder ähnliches und kann dann auch den gesamten Gepäckträger einfach immer mitnehmen, sollte es mal nötig sein. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das finde ich ziemlich cool. Hinten ist es so, hier sind wirklich genau 60 cm zwischen diesen beiden Bügeln und dadurch bekommt man natürlich Euroboxen hier super rein und die stehen auch richtig fest hier drin, bewegen sich kein Millimeter nach vorne oder hinten. Aber wenn man eine flache Eurobox hat, dann kommt man hier nicht mit dem Finger rein und kann sie einfach rausheben. Das ist so ein kleines Detail, das ist mir aufgefallen. Bei hohen Euroboxen ist das allerdings überhaupt kein Problem. Der Abstand zwischen diesem Bügel und dem Sattel ist dann auch groß genug, wenn der Sattel wirklich komplett rausgezogen wird, um auch das Ganze sehr hoch zu stapeln. Und der gesamte Gepäckträger ist angenehm niedrig, um alle möglichen Sachen
dann hier einfach auch drauf zu transportieren. Und wenn man jetzt hier auch diese Packtasche drauf hat oder auch irgendeine andere Packtasche, dann ist es so, wenn hier auf diesen Polster eine Eurobox steht, dann passt trotzdem noch diese Packtasche hier drunter. Auch die Zuladung hier hinten ist praktikabel für die meisten Einsätze und hier kann man mit diesen wirklich sehr, sehr stabilen Bügeln auch wirklich einiges verzurren. Insgesamt bin ich mit der Variabilität zufrieden, bis auf kleine Details, die im Speziellen hier mit diesem Bügel zusammenhängen, und der ist auch beim nächsten Punkt relevant, den Kindersitzen bzw. der Bank. Denn in dieser Konfiguration hier sind wir in den letzten Wochen im Wesentlichen unterwegs gewesen. Die große saß hier vorne und die kleine hier hinten drauf. Dadurch, dass dieser Bügel hier auf der Rückseite auch so hochgezogen ist, kommt dieser hintere Sitz sehr weit nach vorne und hat natürlich auch keine Möglichkeit mehr nach hinten zu schwingen. Dadurch hat das größere Kind, das hier vorne sitzt, relativ wenig Platz und das Sitzpolster ist somit deutlich kürzer, als es eigentlich sein müsste. Was dann auch auffällt, wenn hier so ein Kindersitz montiert ist, dann passen hier keine Packtaschen mehr ran, und wenn dieser Bügel montiert ist, passen auch keine solchen Kindersitze hintereinander. Also es passt dann wirklich nur ein Kindersitz da hinten rein und ja, dieses eine Sitzpolster. Aber die Hauptkonfiguration, die Metz sich bei diesem Bügel auch gedacht hat, ist die Konfiguration mit 2 dieser Sitzpolster. Also wenn die Kinder etwas größer sind und schon selbstständig hier drin sitzen können, dann sollte auch genug Platz sein, denn auch meine 5-jährige Tochter, wenn sie hier sitzt, dann ist der Abstand zwischen dem Sitzpolster und diesem Trittbrett angenehm gering, sodass sie trotzdem ihre Beine richtig gut da drauf stellen kann. Und das Trittbrett ist auch richtig schön groß und bietet richtig viel Platz für Kinderfüße. Wenn man 2 kleinere Kinder hat, die entweder beide in solchen großen sitzen oder auch in so einem kleineren Sitz mitfahren möchte, dann muss man also diesen Bügel hier wegnehmen, was meines Erachtens nicht so der Weisheit letzter Schluss ist, aber das ist einfach die Entscheidung, die Metz dafür getroffen hat. Aber das sind so Punkte, die mir jetzt im Alltag mit 2 unterschiedlich großen Kindern mit dem Metz aufgefallen sind. Wie gesagt, wenn man 2 größere Kinder hat oder ein großes Kind, dann kann das hier richtig gut sitzen und hat auch eine sehr bequeme Polsterung, ja, wo sie sich dann hinfläzen können. Hi, ich bin Ergänzungstillmann und ich habe noch eine Ergänzung vorzunehmen. Es geht nämlich hier um diese Sitzpolster. Die sind ja, wie gesagt, mit dem Rahmen verschraubt. Und das macht das Ganze natürlich so ein bisschen unflexibel. Und das Problem ist auch, dass die von hier unten verschraubt werden. Und da kommt man echt schlecht dran. Also wenn man mal schnell irgendwie umbauen möchte, dann geht das nicht. Man muss schon echt so gut und gerne 10 Minuten einplanen, um diese Sitzpolster zu lösen. Und schon sind wir beim Punkt Zubehör, denn das Zubehör macht das Lastenrad. Und mit dem Zubehör könnt ihr so ein Fahrrad direkt auf eure Bedürfnisse anpassen. Und am Anfang, wenn ein neues Produkt auf dem Markt ist, dann gibt es naturgemäß noch nicht so viel Zubehör. Deswegen konnte ich euch ja im ersten Video auch noch nicht so viel zeigen. Da gab es natürlich diesen Gepäckträger, es gab diese Sitzbankkonfiguration, die Fußleisten, diesen Bügel hier. Aber jetzt hat Metz auch noch ein eigenes Taschenset für dieses Fahrrad rausgebracht, bestehend aus 4 Taschen. Und die Ideen dafür für weitere Taschen sind auch noch groß. Aber hier sind 2 Seitentaschen zum Beispiel verfügbar, die sich mit einem einfachen Click-Fix-System hier an dem Gepäckträger befestigen lassen. Das ist das gleiche System, was auch zum Beispiel an meinem Red-Rebane-Rucksack dran ist. Das lässt sich nicht nur für dieses Metz-Fahrrad verwenden, sondern auch für normale Fahrräder und ja, ist richtig variabel. Diese Taschen sind angenehm groß, sind hier wasserdicht ausgeführt, haben hier vorne noch eine Tasche, wo man so Kleinkram, siehst du, andere Richtung, wo man so Kleinkram, flache Gegenstände reintun kann, haben hier einen extra Gurt, damit man diese Tasche eben auch um die Schulter schlingen kann, wenn man sie vom Fahrrad abnimmt. Hier noch und hier das ein oder andere reflektierende Element und dann ein Rolltop und hier schön viel Platz drin. Hier drinnen ist dann auch noch ein fester Boden, wo man richtig viele Einkäufe und so draufstellen kann, und die Tasche steht auch, wenn man Dinge da rein tut, und hat dann hier noch eine kleine Extratasche für Kleinkram, der eben nicht in dieser Tasche herumfliegen soll. Also die finde ich richtig cool, lässt sich nicht nur für das Metz E-Packer verwenden, sondern natürlich auch für im Grunde so gut wie jedes andere Longtail. Und ließe sich dann natürlich auch, wenn ihr mehrere Fahrräder in der Familie habt, für verschiedene Fahrräder verwenden. Also die ist wirklich super variabel einsetzbar und ich finde immer Taschen gut, die man schnell vom Fahrrad abnehmen kann.
Man muss sie allerdings dann halt auch immer mitnehmen. Und dann hat Metz noch 2 weitere Taschen. Eine hier hinter dem Akku, in diesem leeren, großen, ungenutzten Raum, den ich schon im ersten Video bemerkt habe und auch ihr in den Kommentaren habt es bemerkt. Hier hat Metz jetzt eine Tasche, die von Haberland hergestellt wurde. Alle diese Taschen werden von Haberland hergestellt. Ein ja, recht alter Hersteller für solche Taschen, aus Deutschland ebenfalls. Hier ist schön viel Platz für alles Mögliche, für ein Schloss, für ein Getränk, für dieses und jenes. Lässt sich ebenfalls hier mit Klett ganz einfach am Fahrrad befestigen und auch wieder abnehmen. Kommt hier ebenfalls mit im Gurt, sodass man das einfach mitnehmen kann und sitzt hier richtig schön in diesem leeren Raum drin. Und dann gibt es noch eine Tasche mit einer Idee, auf die ich nicht gekommen wäre. Nämlich hier hinten. Der Platz unter dem Gepäckträger zwischen Schutzblech und Gepäckträger wird hier ebenfalls genutzt. Hier sitzt also eine passgenaue Tasche drin, die man hier dann auch öffnen kann. Ich würde mal sagen, die ist so für Dinge geeignet, an die man nicht jeden Tag ran muss, sondern zum Beispiel eine Luftpumpe oder das Flickset, ein Punnset, irgendwas, um ja, das Fahrrad zu warten, sofern man es denn mal braucht. Also hier wird der Platz wirklich richtig gut ausgenutzt. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist eine Tasche für diesen Raum hier vorne am Rahmen. Aber der ist ebenfalls gut nutzbar, denn hier befinden sich Flaschenhalterösen, um zum Beispiel eine Schlosshalterung zu befestigen, durch die man das Schloss dann nicht hier hinten irgendwie reintun muss, sondern hier fest am Rahmen montieren kann. Und auch eine Tasche für hier vorne für diesen Gepäckträger oder so ein geschlossener Kasten mit dem MTS-System, das wäre auch noch cool. Metz hat hier echt schnell nachgelegt mit diesem kompletten Taschenprogramm und die fassen sich auch gut an, die machen einen hochwertigen Eindruck und haben echt ganz gute Ideen da drin. Also insgesamt bin ich zufrieden vom Zubehör. Mal sehen, was da noch so an oder aus der Ideenschmiede von Metz kommt. Und jetzt gehen wir mal auf den vorletzten Punkt in der Radlbeine-Bewertungsmatrix ein, das Parken und Rangieren. Als Longtail lässt sich das Metz E-Packer natürlich relativ einfach rangieren. Es gibt allerdings eine Hürde, die man überwinden muss, und das ist der Ständer. Der klappt nämlich zusammen und somit muss man das Fahrrad immer anheben, um es vom Ständer zu nehmen oder aber auf den Ständer zu bringen. Und das ist je nachdem, wie viel Beladung hier drauf ist, ob Kinder hinten drauf sitzen etc., doch ziemlich schwierig. Auch je nachdem, was für eine Statur die Fahrerin oder der Fahrer hat. Für mich ist es relativ einfach als großer, schwerer Mann, aber Lea zum Beispiel hatte schon echt Probleme, das Rad gerade und aufrecht hochzuheben mit so ein bisschen Beladung. Und ich könnte mir vorstellen, gerade wenn dann Kinder hinten drauf sitzen, könnte es für die eine oder andere Person doch nochmal eine ganze Ecke schwieriger sein. Denn das Rad ist schwer. Das ist wirklich Heavy Metal. Gerade auch mit diesem Aufbau hier hinten drauf, die Trittbretter und dieser Bügel, die fügen gut und gerne 15 Kilogramm zum Gesamtgewicht hinzu. Und insofern ist das kein leichtes Fahrrad. Wenn man es allerdings erstmal vom Ständer runterbekommen hat, dann kann man es natürlich sehr weit einlenken und auch recht einfach rangieren. Und der Lenkeinschlag ist natürlich in beide Richtungen genau gleich groß. Der Gepäckträger vorne ist relativ breit, genauso wie der Gepäckträger hier hinten und der Bügel. Deswegen muss man bei dem einen oder anderen Fahrradständer so ein bisschen gucken, ob es passt. Aber in der Regel kommt man nah genug ran, um das Speichenschloss zu verwenden. In Zusammenarbeit mit einer Einsteckkette kann man es eigentlich fast überall gut und sicher anschließen. Und selbst wenn man ein Kettenschloss oder so verwenden möchte, dann gibt es hier genug Möglichkeiten, um ein Schloss durchzuziehen. Hier unten ist eine große Möglichkeit und auch hier hinten kann man mit dieser Tasche nicht mehr so einfach, aber ansonsten ganz gut diese Lücken verwenden. Auch hier unten. Das funktioniert also insgesamt relativ gut. Also bis auf den Ständer bin ich zufrieden mit dem Punkt Parken und Rangieren. Und der letzte Punkt in der Radlbeine-Bewertungsmatrix ist der Punkt Sicherheit. Das Metz E-Packer lässt sich intuitiv bewegen. Das ist gut. Man findet definitiv die richtige passende Sitzposition. Das ist ebenfalls gut und das Rad lässt sich auch an der Ampel zum Beispiel gut austarieren und hat keine Überraschung parat. Die Bremsen sind kräftig, die haben sich jetzt auch noch mal ein bisschen stärker eingebremst. Also diese Magura MTC, die haben einen richtig schönen großen Hebel mit einem guten Druckpunkt. Die lassen sich leicht ziehen, also die haben keinen schweren Hebelgang oder wie man das nennt, sondern die lassen sich einfach ziehen, leicht modulieren und die haben mir im Alltag richtig gut gefallen.
Auch mit der Beleuchtung bin ich insgesamt zufrieden. Der Scheinwerfer vorne, der ist hell genug, um auch bei dunklen Strecken durch den Wald einen ausreichenden Leuchtteppich zu generieren. Hinten gibt es allerdings nur diese eine LED, die ziemlich weit hier in diesem Rahmen sitzt. Das heißt, wenn man von der Seite auf das Fahrrad guckt, dann kann man das Rücklicht nicht sofort erkennen, aber dafür ist der Scheinwerfer vorne mit so einer Seitenleuchtfunktion ausgestattet, dass man zumindest den Scheinwerfer vorne von der Seite sehen kann. Und das Gute beim Scheinwerfer ist natürlich auch, dass der nicht davon beeinträchtigt wird, wenn hier irgendwelche Ladung vorne auf dem vorne auf dem Frontgepäckträger ist. In Sachen Reflexion bietet das Metz dann alles, was die STVZO fordert. Und noch einiges mehr. Auf der einen Seite haben wir hier diesen großen Metz-Schriftzug, der im Dunkeln auch reflektiert. Das sieht ziemlich cool aus. Und wenn man nicht diese Platten verwendet, dann sind die Reifen natürlich mit reflektierenden Elementen ausgestattet, beziehungsweise die Taschen, die ich euch gezeigt habe, die haben ebenfalls reflektierende Elemente. Von der Sicherheit der kleinen Passagiere ist das so, dass halt, wenn hier 2 Kindersitze drauf sind, dieser Bügel nicht mit drauf sein kann. Das finde ich nicht so ganz sinnstiftend. Also da würde die Sicherheit erhöht sein, wenn dieser Bügel halt trotzdem montiert bleiben könnte. Allerdings, wenn diese Kindersitze nicht montiert sind, dann sitzen 2 Kinder hier richtig gut geschützt drin. Also das ist ein sehr stabiler Bügel mit sehr dicken Rohren. Daher kommt natürlich auch das Gewicht. Und was auch gut ist und zur Sicherheit beiträgt, ist dieser Punkt dieser breiten Trittbretter. Das heißt, wenn das Rad mal umfallen sollte, dann sind auch die Kinderbeine gut geschützt, weil sie eben dank dieses Winkels hier eben nicht sofort auf der Straße landen, sofern sie ihre Beine natürlich nicht nach draußen strecken. Also insgesamt gibt es bei der Sicherheit den ein oder anderen spezifischeren Punkt, aber es passt insgesamt. Und jetzt ist die Frage, für wen ist das Metz E-Packer am besten geeignet? Es ist ein fähiges Longtail-Lastenrad aus deutscher Produktion mit einem Motor aus Deutschland, also ein sehr lokales Produkt. Wenn das also euer Hauptfokus ist, dann würde ich mir auf jeden Fall dieses Rad einmal anschauen. Es macht auch die Longtail-Sachen richtig gut. Das, was ein Longtail machen muss, das macht es richtig gut. Ein großer Frontgepäckträger, wo wirklich sehr viel Kram drauf passt, der auch gut beladen werden kann. Hier hinten gibt es durch diesen Bügel die ein oder andere Einschränkung. Ich finde, die Variabilität, die ist richtig gut gelungen und sie haben das Rad halt in die Richtung entwickelt, dass gerade Leute, die es halt auch gewerblich nutzen wollen, mit diesem Rad richtig glücklich werden sollten. Aber jetzt würde mich mal interessieren, was haltet ihr von dem Metz E-Packer? Wäre das euer perfektes Lastenrad? Würde das in euren Alltag passen? Und was würdet ihr eventuell verbessern? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch dieses Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss! Bis dann.